Ich will einen Gegner haben, der vergleichbar ist mit Icarus, weißt du? Ich will mich auf ihn vorbereiten. Wir können schauen, was wir da haben. Ja, wir schauen, wen wir da haben. Ich weiß es doch wirklich zu schätzen. Ja? Aber ich habe keinen Bock mehr auf dieses ganze Lügen, Betrügen. Jeder von den Jungs ist der Held, jeder will im Mittelpunkt stehen. Was willst du damit aber sagen? Das weiß ich leider selber nicht, aber vielleicht habe ich keinen Bock mehr auf das Ganze. Bei der Präsidentschaftswahl stecken immer Leute hinter jemandem. Das heißt, wir befolgen nur Befehle? Natürlich. Haben wir immer gemacht. Wir dürfen nur den Plan nicht aus den Augen verlieren. Die Präsidentschaft ist egal. Wir müssen Matchmaker bleiben. Das Matchmaking ist sehr wichtig. Zu wissen, was ein Wrestler bewegt, ist die Schlüssel zur Kontrolle und Macht. Der Zukunftssieger! GWF World Champion Chris Colin. Hör auf, Orlando, hör auf. Hey, was ist los? Ich weiß nicht, Alter. Weißt du was? Jeder Wrestler auf der Welt hat mal aktiv. Orlando, diesmal ist was anderes. Echt. Ich verstehe. Weißt du, Mama hat immer gesagt, jedes Problem ist ein großes Problem. Ich weiß. Aber nach jedem Tipp gibt es ein Hoch. Ja? Und du wirst deins am 11. November haben. So. Chris Colin war da. Kein Orlando Silva, kein Pascal Spalter. Ich habe das Gefühl, dass Chris Colin war schon immer da. Jetzt, steh auf. Geh zum Office und lass dir für die nächste Woche eines Berges Gegner geben, den du im Ring verprügelst. Weißt du was? Am 11. November die neue World Champion Chris Colin. Könnte ich mich dann gewöhnen, Orlando. Komm hier. Na, neuer vielleicht GWF-Präsident. Aber du bist so ein schlechter Verlierer, Alter. Aber weißt du was? Ich habe eine super Idee. Wenn ich im November gewonnen habe und wieder Matchmaker bin, dann habe ich einen super Match. El Präsident, ne Quatsch. El irgendwas bis dahin. Rambo gegen den Loserweight Champion. Ich find's gut. Ja, klar, Ahmed, der alte Witz wie immer. Alle Leute haben das schon satt. Weißt du was, Ahmed? Du kannst der neue GWF-Präsident werden. Aber das Match wirst du nie im Leben gewinnen. Ich mach doch mal die Cards fertig. Bitte was? Ich mach da mal die Cards für die nächsten beiden Wochen fertig. Kann ich dir dabei helfen? Willst du mir dabei helfen? Ja, Rambo hat ja gesagt, dass du dir nicht allzu stark, aber trotzdem gute Gegner aussuchen solltest. Ja, aber es gibt keinen. Wie wär's denn mit Weber gegen Jokic? Moment. Das ist super. Hast du noch eine Idee? Ich brauche einen Gegner für Pascal heute Abend, der gleichzustellen ist mit Icarus. Ja klar. Wie wär's denn mit dem hier? Ist gut. Du willst reden? Reden, ja. Icarus, was für ein Zufall. Ich glaube nicht an Zufall. Oh, ihr zwei, ihr könnt es wohl gar nicht abwarten, eins auf die Schnauze zu bekommen. Warte. Echtes Pascal. Auf die Schnauze, raffst du's nicht? Ja, wie gesagt, du kannst dir eine scheiß Psychospielchen am Hut bieten. Aber hey,
Können Sie nur gleich hier ausmachen. Hey, Kein Problem. Chris. Ja. Lass es. So wie wäre professionell. Was willst denn du jetzt damit sagen? Wir sollten das im Ring klären. Ja, das machen wir. Keine Angst, mein Freund. Am 11. November sehen wir uns alle drei im Ring. Unterschätze mich nicht. Hey, Icarus, keine Angst. Ich unterschätze dich schon nicht. Ich habe 29 Wrestler besiegt, um mir diesen Kampf verdienen. Du hast nur einen besiegt. Was denkst du, wer die besseren Chancen hat? Ihr zwei. Ihr denkt doch wirklich immer noch, es geht um euch. Ihr seid so Idioten. Jetzt reicht's wirklich. Easy, Alter. Du schläfst doch lieber so. Ja, hey, oder? Er reizt mich. Nein, komm. Atmen durch, Alter. Hey, du hast eine gute Position, versau dich hier nicht, Mann. Easy. Warte kurz und dann. Jetzt geht. Ganz entspannt. Das war nochmal knapp gewesen, Alter. Na, man muss halt wissen, wie man mit denen redet, ne? Wie in den guten alten Zeiten. Ne? Aber weißt du was? Lass uns trotzdem ein Auge drauf halten, bitte. Okay. Wir sehen uns später. Alles klar. Ah, gut, dass ich euch erwische. Haben wir schon eine Card für heute und nächste Woche? Ja, hier sind meine letzten Cards für heute und der nächsten Woche. Okay, sieht gut aus. Dann mal los. Ihr habt die Ehre und den Stolz eines Kämpfers. Für euch gibt's nur Sieg, kein Zurück oder Schlenkern. Respekt braucht viel Schweiß, kostet Mut und viel Zeit. Es fängt erst langsam an, doch es kann schnell vorbei. Hast du wirklich, was der Sieg braucht? Achte auch im Siegrausch darauf, was du machst, sonst ist es mit dem Spiel aus. Hörst du erst die Dream Count, ist es mit deinem Dream aus. Pack deine Sachen, jetzt du fliegst raus. Du wartest jetzt, die durchstehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du nie die Leiden schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß werden Titel erkämpft, Titel erkämpft. Hier ist Huxleys Hexenkessel! Hier ist Recount! Der nächste Kampf ist festgelegt auf einen Punkt. Wir sind zurück bei 3Count, auch vom Kommentatorentisch hier nochmal herzlich willkommen. Mein Name ist Jonathan, an meiner Seite der TJ. Und Jonathan, das hier ist ein ganz besonderes Match. Dieses Aufeinandertreffen, das wird ganz großartig, kann ich mir vorstellen. Hier sehen wir den Fanfavoriten dieses Kampfes, die französische Sensation. Und wenn wir den sehen, das hat sich hier bei 3Count rausgestellt, dann wird's agil und dann wird's richtig risikoreich und schnell. Auf dem Weg zum Ring mit einem Gewicht von 75 Kilogramm aus Paris in Frankreich, César Vulto. Die französische Sensation und wir sehen schon hier, wenn er den Ring betritt, diese Aktionen, diese Agilität, der ist mit allen Highflyer-Wassern gewaschen. Und die Fans, die sind eindeutig auf seiner Seite. Das hat sich hier in 3Count gezeigt bisher und das ist... Oh Jonathan, da kommt er, sein Gegner, mein Lieblingswrestler. Schweig, Jonathan! Was ist denn hier mit diesen Fans los?
respektlos. Die haben gefälligst Spalter zu rufen. Und du, Jonathan, du hast gefälligst ruhig zu sein. Das ist wie am Filmset, wo Pascal Spalter herkommt. Es heißt, Ruhe am Set bitte, wenn ein Mann wie Pascal Spalter spricht. Ein Filmstar, der Held der Hauptstadt, Mann der Zeitgeschichte, dreifacher, jawohl, inzwischen dreifacher World Champion. Mit einem Gewicht von 135 Kilogramm. Er ist der Mann der Zeitgeschichte, Held der Hauptstadt aus Berlin, Pascal Spalter. Er hat uns gesagt, hier als er auf der Bühne stand, was er übrigens sehr, sehr gerne tut, dieser Mann steht gerne im Spotlight, hat er uns gesagt, er wäre unser Lieblingswrestler. Also bei mir war ich das so ein bisschen zu bezweifeln, muss ich sagen. Jonathan, ich bitte dich, wie kannst du denn nicht überzeugt sein von diesem Superstar aus Film, Fernsehen, großes Kino, wo wir Pascal Spalter sehen? Unfassbar. Und dann wird er beworfen hier mit, was ist das, Toilettenpapier? Das ist Klopapier, ja, richtig. Das einzige Mal, wenn Pascal Spalter Klopapier in der Hand hat, das ist, wenn er abspült, wenn er auf seinen Gegner sich draufsetzt und runterspült. Und das wird er auch machen mit Senza Volto. Da habe ich überhaupt gar keine Zweifel. Ja, Pascal Spalter, das beeindruckendere Resümee, was seine Karriere Ja, beeindruckend. Unfassbar, dieser Mann. Triple Crown Champion. Er war mehrfacher Berlin Champion. Er war Tag Team Champion. Dreifacher, ja, da siehst du es. 3 Sterne auf seinem Anzug. Das ist wie bei Bret Hart. Der hatte einen Stern für jedes seiner Kinder. Aber bei Pascal Spalter, seine Kinder sind seine World Titelgewinne. Dreifacher Champion ist er. Das kann ihm niemand nachmachen. Das hat ihm noch nie jemand nachgemacht. Das wird ihm niemand nachmachen, denn dieser Mann wird für immer und alle Zeiten GWF World Champion sein. Entspann dich, ich würde Senza Volto hier nicht auszählen. Unglaublich dein Hype hier für diesen Mann, denn Senza Volto, der kommt hier ins Match und der ist um einiges schneller als sein Kontrahent. Ja, manchmal, da gibt's gute Zeiten, dann gibt's schlechte Zeiten. Pascal Spalter kennt das. Hier gerade eine ganz kurze schlechte Zeit und da ist sie schon vorbei. Alles wieder gut. Senza Volto abgefangen. Da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Ja, vielleicht auch noch nicht vorbei, die schlechte Zeit. Gegen den unerbittlichen Ringpfosten geht's für den Held der Hauptstadt und Senza Volto, der nimmt Anlauf auf dem Apron mit dem Vorarm voraus. Ja, da sehen wir diesen Parcours-Background von Senza Volto. Das ist in Frankreich eine ganz populäre Sportart, die ja dort auch mitbegründet wurde. Er zeigt es an, er will auf das oberste Seil steigen und er will vielleicht jetzt schon sein Finisher zeigen, die Shooting Star. Nein, da hat er die Rechnung ohne Pascal Spalter gemacht. Der schleudert ihn einfach vom obersten Ringseil in die Ringmitte und das könnte schon gewesen sein hier. Ja, nur bis 2, aber was für eine Action und Pascal Spalter mit einer unglaublichen Kraft wirft hier seinen Gegner über die gesamte Ringfläche, durch den gesamten Ring vom obersten Seil. Was für ein Aufprall. Ja, Pascal, jetzt verhaut er erstmal diesen deutlich kleineren Gegner. Senza Volto, der ist natürlich spektakulär. Ja, er ist einer der besten Highflyer, wenn nicht der beste Highflyer, den wir hier in Europa haben. Das will ich ihm ja gar nicht abstreiten, aber Senza Volto ist kein Star in der Größenordnung wie Pascal Spalter. Abwarten. Pascal Spalter, der ist von sich selbst überzeugt. Jonathan, schweig! Pascal Spalter redet und du hast zu schweigen. Alles klar, PJ. Ruhe am Set! Ja, man muss ja auch mal betonen, psychologisch die letzten Wochen und Monate für Pascal Spalter. Mein Gott, er hat sich zurückgekämpft, hat seinen Titel verloren an Orlando Silva, hat ihn dann bei GWF Revenge, was ihr euch natürlich auch... Cover!
was ihr euch natürlich anschauen könnt bei wearegwf.com. Da hat er seinen Titel zurückgewonnen, obwohl sich ja die ganze Welt gegen ihn verschworen hat, ja? Also jeder. Icarus will Jagd auf seinen Titel machen. Chris Kohlen ist unberechenbar, aber ja, jetzt soll runtergespült werden. TJ, Vintage Pascal Spalter. Willst du mich eigentlich verarschen? Was heißt hier verarschen? Die ganze Welt hat sich gegen ihn verschworen. Die Fans verschwören sich vielleicht gegen ihn, aber er war ja der die Intrigen Backstage eingeleitet hat. Was für Intrigen, Jonathan? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Der arme Pascal Spalter ist das Opfer von Verbündnissen, die sich da Backstage auftun. Verbündnisse Backstage. Jeder versucht, ihn vom Thron zu stoßen. Jetzt mach mal halblang. Du hast die Fanbrille auf. Pascal Spalter, der ist mit allen Wassern gewaschen und beugt hier gerade das Regelwerk. Der hat Backstage dafür gesorgt, dass sich alle so ein bisschen gegeneinander aufstellen. Und das, mein Lieber, das solltest du mal nicht vergessen. Du verdrehst hier gerade die Tatsachen. Ja, hallo, was beschuldigst du mich hier als Tatsachenverdreher? Pascal Spalter, Intrigen. Ich weiß gar nicht, was du da erzählst. Weiter geht's mit der Action im Ring hier. Konter von Senza Volto. In die Seile. Es geht nach oben und... ganz hart nach unten. German Suplex, das Cover. Aber wie der Senza Volto Gloss, das ist diese Widerstandsfähigkeit, die ich bei ihm meine. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht von dem Lockerroom in der GWF. Es scheint, als ob niemand zu würdigen weiß, was für ein Superstar Pascal Spalter ist. Niemand außer Ali Aslan. Ich meine, er mag ein Superstar sein, aber das, was du hier erzählst, das kann man ja wohl nicht ernst nehmen. Er ist der größte Stern am Himmel der Hauptstadt. Der Kniestoß ans Kinn, die Clothesline hinterher. Wir haben anscheinend zwei verschiedene Shows gesehen, TJ. Denn in meiner Show, da hat Pascal Spalter so ein bisschen alle gegeneinander aufgespielt, aber so sei es. In dieser Show hier in Berlin, egal ob bei Tag oder bei Nacht, der funkelndste Stern zu jeder Tageszeit ist Pascal Spalter. Aber erzähl mal die französische Sensation hier nicht aus. Der ist nämlich von einer Sekunde auf die andere, ist er wieder im Geschehen. Ich habe gesagt hier, der Ringanzug mit den Sternen wie bei Bret Hart und da schickt er Senza Volto so in die Ecke, da bricht er zusammen, so wie es Bret Hart früher immer ist, wenn der in die Ecke gekracht ist. Ja, Pascal Spalter, der hat natürlich auch gelernt von den Besten der Besten, der hat seine Hausaufgaben gemacht. Das ist ein Profi durch und durch. Und es soll zu Ende gehen. Jawohl, pack die Kameras aus! Es soll den Drehschluss geben! No way! Kniestoß, der Konter, Senza Volto kommt zurück mit dem Seil, nutzt das Seil für seine Offensive, die Kopfschere geht durch und jetzt sind auch die Fans außer sich, denn... Oder auch nicht. Ring Awareness von Pascal Spalter, der Veteran. Oh nein! Kopfschere und jetzt geht sie durch! Aufgreif von Spalter extrem hart! Kickout, locker, problemlos. Das war doch bei 2 ausgekickt. Ach, Jonathan, du siehst ein anderes Match als ich. Da hat er doch, das war ja glaube ich schon bei 1, hat er die Schulter nach oben So bekommen. ein Quatsch, also der Referee, der stand gut, ich vertraue ihm hier, aber Senza Volto, der zeigt auch an, das war doch 3, das war ganz, ganz knapp. Aber wir vertrauen auf unseren Unparteiischen hier im Ring. Hin und her geht's zwischen diesen beiden. Eine wirkliche Schlacht, die sich hier liefern. Warum buht das Publikum, wenn Pascal Spalter zuschlägt? Die haben ihre Gründe, unter anderem seine Arroganz. Weiß nicht, was du an diesem Mann so findest. Allerhand. Denn er ist ein Star, Jonathan. Davon kannst du nur träumen, ja? Mach mal da deine komischen kleinen Videos auf
YouTube. Weißt du, wenn du mal auf der Kinoleinwand standest, so wie Pascal Spalter, dann reden wir weiter. Die Action geht weiter. Pascal Spalter mit dem Versuch des Body Slams. Aber Senza Volto, er kommt zurück. Ich habe es dir gesagt. Und der DDT geht durch. Und jetzt will er die Shooting Star Press zeigen. So sieht es zumindest aus. Er geht auf das oberste Seil. Die Frage jetzt, kann er sie durchbringen? Kann er sein Endmanöver, den Finisher, die Shooting Star Press zeigen? Denn dann, mein Lieber, dann ist Drehschluss für Pascal. Aber der Drehschluss, den er nicht gerne hätte. Nein, wenn hier einer die letzte Klappe fallen lässt, dann Pascal Spalter. Jetzt die Chance, Ansatz, Drehschluss, Jonathan. Da geht er durch. Das Cover bis 3, Pascal Spalter erneut siegreich. Sieger aus Berlin, Pascal Spalter. Ja, da hat Senza Volto doch dafür gesorgt, dass Pascal ein bisschen ins Schwitzen gekommen ist. Durchaus absolut grandiose Action zwischen diesen beiden Akteuren. Ja, und da schauen wir uns auch nochmal diese Action an. Ja, ich muss das Senza Volto lassen. Fantastisches Manöver, aber Pascal Spalter sofort mit dem passenden Konter. Aber ja, hin und her ging es in diesem Match. Pascal abermals gekontert. Hier allerdings Senza Volto, der mit Mühe und Not, muss ich sagen, ja, diesen DDT ins Ziel bringt. Bilderbuch-Shootingstar, muss man ihm lassen. Toller Mann, dieser Senza Volto, grandioser Highflyer. Aber es gibt nur einen GWF World Champion. Und warum Pascal Spalter Champion ist, hat er uns hier bewiesen mit dem Drehschluss. Klappe zu, Affe tot, abgedreht. Pascal Spalter siegreich. Und er gibt gar nichts auf die Fans. Und das, mein lieber TJ, das ist der Grund, warum er hier ausgebuht wird, nach Strich und Faden. Aber er gibt nichts auf die Hater. Das haben wir bei 3 Count gelernt. Er gibt nichts auf die, die ihn nicht feiern. Er gibt auch nichts auf die, die ihn feiern. Ihm ist das Ganze egal. Pascal Spalter, hier siegreich bei 3 Count. Hi. Mit wem muss ich denn reden, wenn ich ein Tag-Team vorschlagen will? Ein Tag-Team? Ja, Tag-Team. Was für ein Tag-Team? Naja, ich habe deine Idee für ein neues Tag-Team und wollte wissen, wem ich das vorschlagen soll. Ivo, ich weiß ja nicht, was willst du von mir? Ganz ehrlich, von dir gar nichts. Ich wollte dir vorschlagen, ob wir beide ein neues Tag-Team bilden. Mit mir? Wir überlegen das. Ja, wir überlegen uns das. Aber nicht zu lange. Alter, wir haben es fast geschafft, ey. Und Legacy wird so krass. Aber weißt du was? Nach der Show brauche ich bestimmt ein paar Wochen Pause. Und die Show, die wird super. Absolut, ey. Aber wir müssen auf Rambo aufpassen. Er hat irgendwas geplant, ey. Wie kommst du drauf? Keine Ahnung, er ist nicht so selbstsicher, ey. Ach, der hat doch immer eine große Klappe. Nein, Mann, diesmal ist es wirklich was anderes, ey. Egal, du wirst wieder Präsident und das Match wirst du auch noch packen. Ja, das Match ist wichtig. Ich muss das Match gewinnen. Ich muss Matchmaker werden. Weißt du, damit ich die Wrestler wieder im Griff habe. Absolut. Zu wissen, was die Wrestler bewegt, ist der Schlüssel zur Macht und zur Kontrolle. Warte, bis ich später bei dir bin, dann werde ich dir alles ins kleinste Detail erklären. Was ich tue und mache, lohnt sich rede nicht darüber. Ich habe schon immer gesagt, YouTuber sind die Zukunft. Und ihre Reichweite darf man echt nicht unterschätzen. Ich werde Special Referee bei deinem Match gegen Rambo bei Legacy. Wenn das Match gewinnt, wird der neue GWF Matchmaker sein. Das Match wirst du nie im Leben gewinnen. Das Matchmaking ist sehr wichtig. Warum? Zu wissen, was ein Wrestler bewegt, ist der Schlüssel zu Kontrolle und Macht. Du willst der Allerbeste sein und
gehst an dein Limit, suchst die Grenzen deiner selbst, solange bis du sie findest. Sie sind heilig für dich, wie die Unschuld des Kindes. Setz dir ein Denkmal deiner selbst, bevor du verschwindest. Selbst wenn sie dich jetzt kleinreden, gehörst du zu denen, die ihren Traum leben, für ihr Ziel alles geben. Das hier ist mehr als ein Spiel, es geht ums tägliche Brot. Erreicht, was du schon will, erklimmt die Spitze, köpft dich nach oben. Du wartest, bis du durchstehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du die Leidenschaft schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß werden Titel erkämpft, Titel erkämpft. Du wartest, bis du durchstehst vor dem großen Event. Hast dein Leben lang trainiert für diesen einen Moment. Willst dein Bestes geben, weil du dir die Leidenschaft schaffen. Nur mit Herzblut und Schweiß werden Titel erkämpft, Titel erkämpft.